Mein Name ist Alexander Hauschka, bin seit über 13 Jahren bei der PK Electronics und bin aktuell Key Account Manager im Bereich Medientechnik für die Medientechnikabteilung in der Region Ost von Österreich, also für Wien und Umgebung, und in der Funktion zuständig für die komplette Bestandskundenbetreuung sowie die Projektakquise im Bereich Medientechnik. Ja, das große Problem war die Pandemie. Corona war da und es gab Räume, so wie diese, in denen wir uns jetzt aktuell befinden, wo 60 Leute reinpassen, ausgebucht sind normalerweise und wo auf einmal aufgrund der Verordnung nur noch die Hälfte an Studenten in den Sitzungssaal oder in den Hörsaal Platz nehmen durfte und die Universität den Betrieb aber in der vollen Zuschauer- oder in der vollen Teilnehmerzahl weiterführen musste und wollte. Und da war es notwendig, eine Lösung zu finden, dass einerseits die Hälfte oder die maximale Belegung vor Ort im Präsenzunterricht sein konnte und der Rest remote teilnehmen konnte in einer Qualität, die aber dem entspricht, wie wenn man im Raum dabei ist. Also so realistisch wie möglich das Gefühl hat, in der Lehrveranstaltung dabei zu sein. Besonders in dem Projekt war der Umsetzungszeitraum, denn der erste Raum, Testraum sage ich jetzt mal dazu, wurde, glaube ich, nicht viel mehr als in einem Monat umgesetzt. Das heißt, man konnte das Projekt eigentlich in einer sehr kurzen Planungszeit rasch umsetzen und dem Kunden eigentlich zeigen, dass das etwas ist, was auch funktioniert und das dann in weiterer Folge für 3 weitere Räume ausrollen. Dass man als Nutzer des Raums kein tiefergehend technisches Kenntnis braucht. Also man muss das Licht einschalten können, das konnte man vorher schon. Man musste wissen, wie man das Bild auf die Projektoren bringt. Das gab es vorher auch schon. Das bestehende GUI eigentlich, die Bedienelemente des Raumes durften eigentlich nicht verändert werden oder großartig adaptiert werden. Das heißt, die einzige Herausforderung war, dass man sich mit Microsoft Teams auskennt, das Meeting startet und die komplexe Technik dahinter eigentlich als Nutzer nicht zu spüren bekommt. Und das war die große technische Herausforderung, die wir eigentlich von Anfang an nur mit QSC sahen, dass das eigentlich ohne Operator, ohne Techniker, ohne Betreuung aktive dahinter funktioniert. Die Funktion des Raumes aus QSC-Sicht war, dass es hier Decken-Array-Mikrofone gibt. Das heißt, die Studenten sitzen hier im Raum, kommen zu Wort und über eine Richtungserkennung, wo eben die Schallquelle gerade auftritt oder wo aus der Richtung, aus der gesprochen wird über den QSC Automischer, also dahinter ist die QSC QSys Core Technologie, 510er Core, der erfasst, aus welcher Richtung gerade gesprochen wird über den Automischer. Die Information geht dann weiter an die Mediensteuerung, welche dann die Kameraaufschaltung genau aus der Richtung erfasst. Das heißt, im Raum gibt es, in dieser Raumausbaustufe gibt es 2 Kameras, die dann jeweils den Bereich, aus der Student gerade spricht oder der Vortragende spricht, aufschaltet und in die Team-Session das Bild zur Sprache hineinbringt. QSys konnte uns dahingehend unterstützen. Es ist ein klassisches AV-System, ein System, das eigentlich zentralenseitig mittlerweile in der IT-Welt angekommen ist. Das heißt, wir haben hier im Raum die Peripherie, wir haben Netzwerkmikrofone, wir haben Netzwerkkameras, wir haben Netzwerklautsprecher. Die komplette Ton-Bildübertragung geht digital in ein Rechenzentrum, wo der Core steht, wo die Signale über einen Core für 3 Räume parallel simultan verarbeitet werden. Das heißt, es können in 3 Räumen bis zu 5 Räumen, weil ein Raum teilbar ist, gleichzeitig die Seminare stattfinden und ein QSys Core deckt die Funktionalität für diese Räume unabhängig ab. Der große Vorteil ist, nachdem die Zentrale komplett in der IT-Welt angekommen ist, dass man auch nicht unbedingt jetzt hier im Raum sitzen muss, wenn man etwas feintunt, sondern der Techniker muss theoretisch nicht mal hier am Campus sitzen, sondern man kann, wenn es mal schnell gehen muss, aus Wien, aus unserem Headquarter einen Techniker zuschalten. Man kann genauso vom QSC, wenn es ein Third- oder Fourth-Level-Problem ist, jemanden aus Deutschland, aus der QSC-Zentrale zuschalten, um troubleshooten zu können und sehr schnell zu reagieren. In der Anfangsphase haben wir gewisse Module, die es vielleicht vorher noch nicht gab, selber geschrieben. Im Betrieb ist man dann draufgekommen nach der ersten Wartungsperiode mal, da gibt es jetzt von QSC endlich ein Plugin. Das verbessert vielleicht oder schlankt das ganze Systemdesign in der Programmierwelt etwas ab, macht manche Features leichter abbildbar und war dann einfach zum Umrüsten. Ja, also da haben wir dann
mit dem ersten Programmierupdate und Optimierungsupdate mal dieses neue Modul eingespielt und dadurch gingen manche Sachen dann einfach flotter oder noch besser, leichter zum Einstellen.